So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Denn wollt ihr gerade mit dem Bau einer Modelleisenbahnanlage starten, wisst aber nicht wie, dann habe ich nämlich für euch hier 5 Tipps, die ich jedem Anfänger immer geben würde und wünsche ganz viel Spaß dabei. So, wir fangen ganz gemütlich mit Tipp Nummer 1 an. Planung ist alles oder etwa doch nicht. Ja, nee, plant da wirklich nur das Wesentliche, also schreibt keine Doktorarbeit, klärt so ganz einfache Sachen wie viel Platz habt ihr? Und plant vor allen Dingen nicht zu groß. Ihr könnt immer noch erweitern dann nachher, das macht auch sehr viel Spaß, wenn ihr wisst, es ist danach nicht alles direkt fertiggestellt und ihr könnt immer noch weitermachen. Und vor allen Dingen plant dann auch flexibel eben für die Erweiterungen und klärt auch so andere, also auch so einfache Sachen wie Schienensystem. Wollt ihr 2 Leiter oder 3 Leiter fahren? Digital oder analog? Ich für meinen Teil habe zum Beispiel einfach mit dem Diorama angefangen. Auch eine sehr gute Möglichkeit, da reinzufinden. Einfach da mal das auszuschmücken, dass man wirklich mal einen Mini-Anlagenteil quasi hat, den man wirklich fertigstellt. Kann man auch mit alten Schienen machen. Ich hatte den M-Gleise noch mit dabei. Also, und dann den Wechsel dann auf eine kleine Anlage machen, auch wirklich in einem kleinen Gleisplan. Und dann hat man schön viel Motivation, an dem Thema dran zu bleiben. Wirklich, kann ich sehr empfehlen, habe ich auch so gemacht. Ja, und dann geht's auch direkt weiter mit Tipp Nummer 2: Inspiration suchen, so habe ich's mal genannt. Es gibt ja heutzutage wirklich so viele Quellen, wie man sich inspirieren lassen kann. Ich habe mir mal ein paar Spiegelstrichlein gemacht, zum Beispiel auf YouTube, da wo ihr gerade das Video anschaut. Muss ich sagen, da schaue ich auch wirklich sehr viel nach und lass mich da inspirieren, aber auch Bilder. Einfach bei, ich sage jetzt einfach mal beispielsweise Google, einfach irgendwelche Themen eingeben und schon bekommt man da jede Menge Bilder, wo man dann sagen kann, das könnte man vielleicht auch in die Anlage einbauen und integrieren. Andere Ausstellungsanlagen, also öffentlich zugängliche Modelleisenbahnanlagen anschauen, ist wirklich auch eine super Quelle. Genauso auch die echte Bahn. Also bei uns fährt sehr oder relativ nah am Haus, sagen wir mal, die echte Bahn vorbei. Da kann man auch super, weiß nicht, die verschiedenen Zugkompositionen angucken und die auch auf der eigenen Modelleisenbahnanlage dann nachher nachstellen. Oder auch was links und rechts der Gleise dann dementsprechend ist. Also was für Büsche, was für Gebäude etc., wie das Ganze aussieht. Also echt auch super. Und vor allen Dingen dann mit der Community einfach interagieren. Also das war auch zum Beispiel der Grund, warum ich den YouTube-Kanal gestartet habe, eben weil Modelleisenbahn, wie ich finde, eher ein stilles Hobby ist und so kann man einfach sich mit anderen austauschen, wie die einfach Sachen angehen und ich finde das immer wahnsinnig interessant, weil jeder macht es gefühlt anders, aber jeder kommt zum Ziel und es ist einfach dadurch wahnsinnig kreativ. Finde ich toll, wirklich. Dann Tipp Nummer 3: Fangt mit dem Bau an. Ganz wichtiger Punkt, wirklich. Deswegen zieht da euer Ding durch. Lasst euch da vor allen Dingen dann nicht von anderen einschüchtern. Gerade wenn man wieder guckt auf, ich weiß nicht, Instagram, Facebook, aber auf YouTube oder auf YouTube. Jeder hat gefühlt eine größere Anlage und ist auch viel weiter. Deswegen auch mehr Wissen zum Beispiel ist so ein Punkt. Und wenn man gerade erst anfängt, dann denkt man, ich will am liebsten alles auch schon können. Fangt an. Also von dem her alles entspannt, aber fangt an, plant da nicht zu viel. Das ist ja auch der erste Punkt gewesen. Und lasst euch da wirklich einfach nicht einschüchtern. Ihr seid irgendwann mal auch so weit. Wenn ihr euch mit in die Thematik eingearbeitet habt und dann wirklich mit den Händen baut, weil mit dem Kopf kann man eben nicht eine Anlage bauen und da kann sich nur verkopfen dann nachher. Deswegen einfach lernt beim Machen. Ja, und da sind wir schon bei Tipp Nummer 4: Genügend Zeit und Geld einplanen. Ebenfalls ein wichtiger Punkt, da vor allen Dingen auch mit Rückschlägen rechnen. Das gehört einfach wirklich zum Hobby dazu. Also das resultiert meistens in einem Mehraufwand in Zeit und Geld. Also gerade wenn der Berg nicht so will, wie man möchte, man hat sich da extra ein paar, weiß nicht, Holzlatten dann irgendwie zusammengeschnitten und das hat nicht funktioniert. Dann muss man nochmal in den Baumarkt fahren, nochmal Geld ausgeben, die nochmal zusammensägen zum Beispiel. Also das ist einfach, das gehört wirklich mit dazu und da lasst euch da nicht demotivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das passiert mir auch oft, also ist mir schon viel passiert, wird mir auch viel passieren. Ich sagte der Lilly, dass ich dann heute überhaupt nicht funktioniert hat, wenn ich dann abends mit ihr Abend esse und dann sagt sie, ja Mensch, das wird dann morgen wieder anders aussehen oder auch fallen mir vielleicht wieder andere Sachen dann ein, wie ich es dann besser machen kann und meistens ist es dann auch der Fall und der Vorteil ist, man kann auch viel anpassen, viel wieder, wenn man irgendwo sich vielleicht dann vertan hat, reparieren in der Hinsicht dann da oder ausgestalten. Also deswegen, das passt wirklich. Nehmt da auch viel Zeit
oder plant da einiges an Zeit an fürs Lernen, für Recherche etc., Grundlagen. Einfach so das Ganze mal, wie gesagt, verplant euch nicht, also nicht zu viel planen, aber einfach nimmt euch da auch die Zeit, das ist wichtig. Technik langsam kennenlernen und dann auch Stück für Stück das ganze Werkzeug langsam aufbauen mit dem Bau und auch das Rollmaterial. Ja, und zuletzt habe ich noch Tipp Nummer 5 für euch: einfach Spaß haben. Das ist wahrscheinlich der essentiellste Punkt, muss ich dazu sagen, weil ihr wisst ja auch alle, Modelleisenbahn oder so eine Anlage wird nie fertig. Auch Entschleunigung ist wirklich ein Teil des Hobbys. Das genieße ich wirklich, wirklich sehr, weil der Alltag ist schon stressig genug. Man hat genügend Termine und dies und das kommt dann einem dann wieder in den Kalender etc. Deswegen, da freut man sich, wenn man abends oder am Wochenende gemütlich an der Anlage sitzt, da ein bisschen rumwerkelt und man hat wirklich was Haptisches vor sich. Und auch falls man mal keine Lust hat, überhaupt kein Thema, geht in den Garten zum Beispiel. Es ist jetzt wirklich Gartensaison, kann man sagen. Lilly und ich, wir spielen auch gerne am Computer mal ein Spielchen. Klar, da ist man wieder am Computer, aber man macht was anderes, weil ich von meiner Seite aus kann ich sagen, ich rede jetzt wirklich sehr viel über Modelleisenbahn mit ihr, aber irgendwann mal ist auch da, wo man sagt, hey, jetzt macht man mal was anderes, kriegt den Kopf wieder frei und umso mehr Spaß macht es dann nachher, wenn man am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen oder nächste Woche irgendwie sowas dann mal wieder dran arbeitet. Deswegen lasst euch da auch Zeit, ganz wichtig, es ist kein Wettrennen und vor allen Dingen, wirklich ganz wichtig, kein Perfektionismus am Anfang. Das kann ich euch wirklich mitgeben. Es ist, je nachdem, was für ein Typ Mensch ihr seid, wirklich nicht einfach. Ich bin auch eigentlich eher der guckt, dass es dann wirklich perfekt aussieht. Mit der Zeit lernt man aber wirklich das ein bisschen abzuschaffen, weil ihr kommt sonst nicht vorwärts und ihr haltet euch wahnsinnig lange an einem Thema auf und ihr seht einfach, dass einfach nichts vorwärts geht. Ihr seht nichts. Und das ist wirklich ein Motivationskiller. Das kann ich euch so ans Herz legen. Ja, jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Ich hoffe natürlich, euch hat das etwas andere Format gefallen. Deswegen lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Also bin ich wirklich gespannt, was ihr sagt. Ob euch die Tipps was gebracht haben, ob die vielleicht eh schon klar sind, beziehungsweise vielleicht habt ihr noch Ergänzungen, die ihr gerne Anfängern auch mitgeben wollt, die gerade dabei sind, eine Anlage zu bauen oder zu planen. Vielleicht ist auch der eine oder andere von euch dabei, der eben gerade in dem Stadium ist, wie gesagt, gerade eine baut, beziehungsweise eine plant zu bauen. Würde mich wirklich interessieren, aber auch gerne Kritik, wenn ihr sagt, die Tipps waren irgendwie zu unkonkret. Ihr hättet gerne gewusst, zum Beispiel, wie, ich sage jetzt mal, im K-System ich eine Bushaltestelle wirklich einrichte oder zum Beispiel, welche Digitalkomponenten ich verbaut habe bei meiner Anlage, um dann eben auch rechnergestützt dann fahren zu können zum Beispiel. Vielleicht ist sowas dann eher besser. Lasst mich wissen. Ist mal was anderes und ich bin gespannt mit dem Austausch mit euch und wünsche euch ganz viel Spaß beim Modellbahnen und einen schon schönen Sonntag. Macht es gut, bis dahin, tschüss.